Hallo und willkommen zum zweiten Teil dieser Kaufberatung und Marktübersicht für historische Orchesterelektronik aus Deutschland. Den zweiten Teil möchte ich ohne lange Vorrede damit beginnen, dass wir nochmal ein zentrales Thema des ersten Teils aufgreifen. Bei vielen Geräten wird ja davon berichtet, dass es Raritäten sind, selten, ganz besonders toll und das kommt nie wieder. Aber jetzt wollen wir uns vielleicht mal kurz tatsächlich eine Rarität angucken. Ein Gerät, das einfach selten verkauft wird. Ansonsten spreche ich in diesem Video wieder ein paar Hotspot-Themen, wie ich das mal bezeichnen möchte, an. Es sind teilweise kleine Einzelthemen und Schnipsel, die aus dem Erstellen dieser Videos noch übrig geblieben sind, die aber einfach Informationen enthalten, die ich gerne rüberbringen möchte. Ja, fangen wir mal an für heute. Ja, bei vielen Geräten steht ja Rarität und selten, aber jetzt gucken wir uns mal an, wie eine Rarität wirklich aussieht. Ein bisschen anders, als man vielleicht denken könnte. Das ist nämlich eine Rarität, weil das findet man nicht so häufig. Rarität bedeutet ja nicht, dass es händeringend gesucht wird von ganz vielen Fans und Interessenten, sondern dass es einfach selten zu sehen ist. Ja, und das trifft halt bei dem Echolette Echo 200, ein Transistor-Echo, trifft Rar und Rarität deutlich mehr zu als bei einem NG51. Einfach in Hinsicht darauf, dass man das hier deutlich seltener findet. Es ist rarer. Gesuchter ist es allerdings nicht. Ja, also dieses Echo 200, ich würde jetzt mal sagen, das ist für Sammler, die gerne alles von Echolette hätten, ist das interessant. Zum Verwenden gibt es andere Sachen und der Preis wäre für jemanden, der das einfach haben möchte, weil er ein Bandecho möchte, ist dieser Preis auch ein bisschen überzogen. Aber hier haben auch relativ wenige Leute vermutlich mitgeboten. Vielleicht waren es nur 2 Sammler, die das unbedingt haben wollten und das unter sich ausgemacht haben. Das Gerät hat übrigens eine andere Bandschlaufenlänge. Das ist nicht die bekannten 51 cm, sondern das sind, das muss ich aus dem Kopf, hier guck mal da steht 51 cm und das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt absolut nicht. Es sind meiner Meinung nach 64 cm. Also es ist ein längeres Band und ich glaube auch, dass meines Wissens nach kriegt man das nirgendwo zu kaufen. Das muss man sich selbst splicen. Ja, schauen wir mal kurz rein. Also das kommt in so einem kleinen Koffer, das sieht mal aus wie ein Handlungsreisender. Ein DC-Motor mit einem Antriebsriemen, der scheint auch neu zu sein. Und ansonsten ist in dem Ding nicht viel Elektronik drin. Also das ist alles sehr, sehr überschaubar. Und das sieht für mich auch alles so aus, als ob das alles noch so ist, wie es aus der Fabrik kam. Wie gesagt, das ist jetzt kein tolles Bandecho. Also wir sehen ja auch hier einen Aufnahmekopf, einen Wiedergabekopf und einen Löschkopf. Das war's. Also rhythmische Echo-Effekte sind hiermit nicht zu machen. Durch die Elektronik wird das Ganze über Feedback, kriegt man natürlich viele Echos und viele Echos und kann auch einen Hall-Effekt erzielen. Aber das ist jetzt nicht so vielseitig, das Gerät. Und wie gesagt, dieser Preis sagt für mich, das können eigentlich nur 2 Sammler gewesen sein, die sich da um den Besitz dieses Gerätes geprügelt haben, weil ansonsten wäre dieser Preis vollkommen überzogen. Also 400 € für das Gerät, das lohnt sich nicht für jemanden, der einfach irgendein Bandecho haben will. Das ist schon was sehr Spezielles. Und das erste und vielleicht auch das einzige Gerät in diesem Video, wo Rarität und Rar hier tatsächlich im Namen hingehört hätte und ich hätte nichts zu meckern gehabt. Ein Thema, das Verkäufer in den Verkaufstexten auf eBay auch immer wieder umtreibt, ist das Thema der Röhren. Man liest das sehr oft, das Gerät lässt sich einschalten und alle Röhren glühen oder alle Röhren leuchten. Man kann etwas böse formuliert auch da schon erkennen, dass die Verkäufer sich mit der Materie vermutlich nur oberflächlich auskennen oder überhaupt nicht. Aber was hat es denn nun mit diesem Röhrenglühen auf sich? Also wie gesagt, das sieht man relativ häufig. Es werden auch immer schöne Bilder von leuchtenden Röhren mit feilgeboten bei der Verkaufsanzeige. Das kann zum Beispiel so aussehen. Manchmal ist es aber auch ein bisschen selbstentlarvend, dann sieht es nämlich so aus. Wie in der folgenden Anzeige hier. Ja, mal ein etwas krasses Beispiel zu diesem Thema. Ich habe es eingeschaltet und alle Röhren leuchten. Wir haben jetzt diese Verkaufsanzeige hier.
ein Echolette M40 wieder mal. Ist verkauft worden für 211,19 € mit relativ wenigen Geboten für so einen Preis. Und der Verkäufer hat eine Beschreibung und 4 Bilder uns gegeben. Und anhand von den 4 Bildern kann man schon mal sehen, dass das ein sehr alter M40 ist. Der hat hier noch das Typenschild ohne Adressangabe. Das heißt, wir befinden uns hier wirklich im ersten Jahr, würde ich jetzt mal behaupten. Also da gab es die Echolette Vertrieb von Hans Bauer noch gar nicht. Die steht hier nicht mal drauf. So, okay, also wir haben 4 Bilder von diesem sehr alten Modell. Gucken wir uns erstmal die Beschreibung an. Da steht: Aus meiner langjährigen Sammlung Radios, Röhren und Messgeräte biete ich folgenden Artikel an. Echolette M40. Das Gerät ist in einem dem Alter entsprechenden Zustand. Es scheint zu funktionieren. Ich biete es trotzdem als defekt an. Die Röhren leuchten nach dem Einschalten. Okay, also es scheint zu funktionieren. Ich biete es trotzdem als defekt an. Langjährige Sammlung Radios, Röhren und Messgeräte. Hier ist ein Bild, da sieht man, da ist offensichtlich diverse Messapparatur im Hintergrund auf dieser Werkbank. Vielleicht ist das hier oben links ein Trenntrafo. Das hier scheint mir ein Funktionsgenerator zu sein. Und hier hinten haben wir auch irgendwas. Okay, Messgeräte sind da. Langjährige Sammlung. Scheint zu funktionieren, biete es trotzdem als defekt an. Die Röhren leuchten. Die Röhren leuchten. Ja, das kann ich jetzt nicht verstehen. Diese langjährige Sammlung und die Messgeräte im Hintergrund. Und dann wird dieses Gerät einfach eingeschaltet und dann Röhren, die leuchten, genau. Es leuchten sozusagen die Röhren. Also, Entschuldigung, das sieht doch für mich so aus, als ob hier das Anodenblech glüht. Das kann man sich doch gar nicht anders erklären. Hier oben sieht man ganz leicht den Heizfaden klimmen. Mehr ist es normalerweise nicht. Das hier sieht aus, als ob das Anodenblech glüht. Diese Röhre zieht Strom ohne Ende. Und das ist nicht richtig. Also, ich weiß nicht, wie man so ein Gerät einfach einschalten kann, wenn man auch noch Messapparaturen hat und eine langjährige Sammlung und kann dann nicht mal den Ruhestrom messen oder sich das Gerät mal allgemein anschauen, weil hier läuft doch irgendwas grundsätzlich schief. Also, irgendwas stimmt hier nicht. Und da ist jetzt die Frage, ist das Unbedarftheit oder ist das Absicht oder was ist das? Ich weiß es nicht, was es ist, aber dieses Gerät, so wie das hier aussieht, hätte man dieses Gerät nicht einfach einschalten dürfen und auch nicht davon reden, dass die Röhren leuchten und es scheint zu funktionieren, aber ich biete es trotzdem als defekt an. Also, Entschuldigung, was heißt denn, es scheint zu funktionieren? Man kann doch einen Verstärker nicht auf Funktion prüfen, indem man ihn anguckt. Ja, schauen wir uns mal an, wie so ein eBay-Verkäufer einen Verstärker prüft. Da, die Röhre glüht. Der Verstärker funktioniert ganz offensichtlich, verkaufe ihn aber trotzdem vorsichtshalber als defekt. Ja, Spaß beiseite. Das ist tatsächlich das einzige Röhrenglühen, was so eine Röhre von sich gibt. Da sieht man nämlich nur den Heizfaden und den sieht man unten. Das ist eine Doppeltriode, deswegen sieht man da 2 Leuchtpunkte. Und von oben sieht man entsprechend auch 2 Leuchtpunkte, weil natürlich durch jedes dieser beiden Triodensysteme der Heizfaden einmal durchgeht. Und mehr glüht da nicht. Und deswegen, ja, wenn da mehr glüht, ist das fragwürdig. Ja, also da ist doch irgendwas faul. Also an dieser ganzen Beschreibung und allem, wie das präsentiert wird, ist hier definitiv irgendwas faul. Und ihr seht, dieses drauf fixieren, dass die Röhren leuchten, ist absoluter Unsinn, weil im Prinzip leuchtet nur das Filament der Röhre, also die Röhrenheizung, und die leuchtet nicht so wie bei einer Glühbirne, die man einschaltet, sondern das ist ein ganz feines Klimmen
Und es macht auch überhaupt keinen Sinn, sich darauf zu versteifen, dass die Röhren leuchten. Da muss das Ding ja wohl funktionieren, weil die 6,3 Volt oder 12 Volt Heizspannung, das ist nun wirklich das allerkleinste Problem. Da kann außenrum noch so viel im Argen liegen, dass man sich da wirklich das kleinste Kopfzerbrechen machen muss. Ja, und hier mal 2 Beispiele, wie ein richtig guter Verkäufer das 1000-mal besser machen kann als das Beispiel, das wir gerade hatten. Hier eine Original Klemmt Echolette S, stammt von meinem Opa, habe es bei der Ausräumung mitgenommen, stand im Wohnzimmer, möchte da nicht viel rumspielen, bevor irgendetwas kaputt geht, kenne mich damit nicht aus, deswegen als ungetestet. Mit Stromkabel, also an Bastler. Ganz wichtige Sätze, möchte da nicht viel rumspielen, bevor irgendetwas kaputt geht, kenne mich damit nicht aus. Ja, und Beispiel Nummer 2. Es wurde und wird von uns nicht in Betrieb genommen, damit wir als Nicht-Fachleute hier nichts zerstören. Perfekt. Ja, an dieser Stelle eine ganz kurze Einlassung meinerseits zu dem Folgenden, was ich jetzt hier präsentiere. Ich möchte nochmal ganz ausdrücklich betonen, dass ich mich über niemanden lustig machen will oder andere hier vorführen möchte. Also so bin ich nicht. Es liegt auch in der Natur der Sache, dass so manche Sachen, die ich hier präsentiere, natürlich eine gewisse Angriffsfläche für Diskussionen bieten. Es gibt auch sehr, sehr viele gute und einwandfreie Angebote. Wie der Verkäufer aus dem letzten Positivbeispiel, das wir gerade gesehen haben, das so schön geschrieben hat, man kann bei solchen Sachen immer das Haar in der Suppe finden. Das ist sicherlich richtig. Manchmal ist das Haar auch so groß, dass man es nicht übersehen kann. Wie gesagt, das ist ein Meinungsvideo. Ich bin auch nicht allwissend und ich lehne mich hier natürlich auch weit aus dem Fenster und da kann ich auch selbst mal rausfallen. Aber ich werde euren Spott ehrenvoll ertragen, wenn ich hier in diesem Video selbst einen Klopper hinlegen sollte. Ja, aber mich lässt mancher Nonsens, den man in solchen Anzeigen liest, einfach auch nicht mehr kalt. Warum? Wo ich im nächsten Video auch nochmal detailliert drauf eingehen möchte. Ganz kurz zusammengefasst, es wird sehr, sehr viel Geld für Unsinn bezahlt und viel zu wenig für gute, sehr gute Geräte. Und das wird uns meiner Meinung nach alle noch in den Hintern beißen, weil es gute Geräte eben nur geben kann, wenn schlechte Geräte sich noch als Teilespender finanziell lohnen. Und es wird manches gute Gerät nur dann geben, wenn es sich für den Besitzer und späteren Weiterverkäufer finanziell lohnt, sich um dessen Pflege überhaupt zu kümmern. Ja, das nächste Hotspot-Thema sozusagen, das ich in diesem Video ansprechen muss, ist das Thema, ich nenne es mal kreatives Texten in den Artikelbeschreibungen. Ja, da habe ich 2 nahezu wahnsinnige Beispiele oder verrückte Beispiele und ein Beispiel, wo das Ganze sicherlich aus guter Absicht gemacht worden ist, aber da möchte ich aufzeigen, dass es auch grundsätzlich andere Möglichkeiten gibt, sein zu verkaufendes Produkt zu bewerben, ohne dass man in das Reich der Fantasie abgleiten muss. Okay, schauen wir uns mal die verrückten Beispiele an. Da haben wir einmal dieses. Also ihr seht, das ist noch so frisch, das habe ich noch nicht mal in meinem Preisarchiv abgespeichert. Da verkauft also jemand eine Box Echolette LE5 und die stand jetzt schon mehrfach drin. Ihr könnt es euch denken, vermutlich wegen diesem Preis. Also da schlägt keiner zu bei dieser Rarität, bei diesem Schnäppchen. Ja, warum denn eigentlich nicht? Also wir haben ja eine LE5, es gibt ein Bild von vorne. Das ist die 70er Jahre Bespannung, also es gab da auch eine erste Ausführung, da sah die ein bisschen cremefarbener aus, das ist eine aus den 70ern und das ist von hinten, ja, alles drin, alles dran, wobei ist alles drin, schauen wir uns mal ganz kurz das kreative Texten an, da wollte ich ja drauf hinaus. Also da schreibt eine Rarität wird angeboten, Echolette LE5. Die wohl größte Universal- und Gesangsbox aus dem Hause Echolette. Selbst die Beatles hatten nur die LE4 auf der Bühne in Hamburg. LE5 mit Originalbespannung aus den 70ern. Ja, dann kommen die Größenangaben. Klinke in and true. Klinke in und true. True? Bestimmt through gemeint, oder? Naja, wie auch immer, darum geht's ja gar nicht. Leider sind nicht mehr alle Lautsprecher in Ordnung. Aha,
Also hier wird auch noch eine kaputte Box verkauft. Aber es ist natürlich eine Box, die ist besser als die Beatles oder das, was die Beatles hatten, weil hier steht es ja. Selbst die Beatles hatten nur die LE4 auf der Bühne in Hamburg. Ja, und da unten kommt noch das Allerwichtigste. Ich bin kein Händler, sondern nach bürgerlichem Gesetzbuch eine Privatperson und bla bla bla. Mit Abgabe eines Gebotes nimmt der Bieter den Haftungsausschluss und die AGB von eBay an und akzeptiert, dass es sich bei einer Auktion um eine Versteigerung im Sinne des Paragraphen 3 Absatz 5 des Fernabsatzgesetzes handelt und dem Höchstbietenden kein Widerrufsrecht gemäß dem Fernabsatzgesetz zusteht. Da es sich um einen Privatverkauf handelt, geben Sie mit der Abgabe eines Gebotes eine Kaufverpflichtung ein und verzichten auf jegliche Garantie und Gewährleistung sowie Rückgabe und Umtausch. Mit Erlangen des Höchstgebotes beugen Sie sich automatisch nach vorne und schrauben die Dose Vaseline. Entschuldigung, das steht nicht da. Das habe ich jetzt fantasiert. Da ist ja kreatives Schreiben, wo wir hier sind. Ja, also selbst die Beatles hatten die LE4 auf der Bühne in Hamburg. Und was besser als die Beatles ist natürlich auch diesen Preis wert. Im Übrigen, was meint er eigentlich mit die Beatles in Hamburg? Also die Beatles haben sicherlich in Hamburg öfters mal gespielt. Ja, und sollte damit der Auftritt der Beatles in Hamburg im Rahmen der Bravo Beatles Blitztournee von 1966 gemeint sein, dann muss man dazu sagen, dass dieser Satz, sollte es denn so gemeint gewesen sein, absoluter Humbug ist, denn die Beatles hatten keine LE4 auf der Bühne. Sie hatten nämlich genau doch zwei LE5 auf der Bühne, allerdings nicht für die Hallenbeschallung, sondern als Monitore für die Tontechnik und die Band. Ja, und wer da genaueres wissen will, dem lege ich ganz warm ans Herz das Buch Die Bravo Beatles Blitztournee von Thorsten Knoblauch. Der Autor dieses Buches, das übrigens nicht nur für Beatles-Fans, sondern auch für Echolette-Fans, wenn es da einen Unterschied gibt, sehr, sehr viele interessante Informationen bietet, hat sich nämlich mit dem damaligen technischen Leiter der Firma Echolette unterhalten. Und dieser hat sich das, was die Beatles in Hamburg auf der Bühne hatten, nicht nur selbst ausgedacht, sondern er hat es auch gebaut und er hat es auf die Bühne gestellt und er hat es während den 3 Konzerten der Tournee auch selbst bedient. Ja, und in dem Buch steht deshalb, was die Beatles in Hamburg auf der Bühne hatten, und zwar aus allererster Hand. Und dann merkt man vielleicht, was für ein fantasievolles Geschreibe manchmal in diesen Angebotstexten drin steht, die mit der Realität relativ wenig zu tun haben, aber das macht natürlich was her, dass hier was verkauft wird, das größer als die Beatles ist und besser als die Beatles ist, und das kann man dann selbstverständlich auch für 2000 € anbieten. Ich wünsche dem Verkäufer viel Glück damit. Früher hat man bei uns immer gesagt, jeden Morgen steht ein Doofer auf und vielleicht läuft auch irgendeiner von denen mal an dieser Box vorbei. Kann man nicht wissen. Ja, wie ich finde, auch ein ganz spannendes Schmankerl aus der Kategorie kreatives Schreiben. Wobei, ich muss ja immer wieder dazu sagen, ich bin ja nicht vom Bundesamt für Orchesterelektronik. Also ich kann das nicht nachprüfen, ob diese Sachen nicht vielleicht doch einen wahren Kern haben. Aber es liest sich für mich zumindest wie kreatives Schreiben. Und es hat eigentlich auch mit dem verkauften Gegenstand relativ wenig zu tun. Lange Rede, kurzer Sinn, schauen wir uns mal an, um was es hier geht. Also hier wird Klemmt Echolette 5, der bekannte Fehler. Besitz von Klemmt Gründer Arthur Klemmt verkauft. Wow, Wahnsinn. Das Gerät hat Arthur Klemmt persönlich gehört. Na, da wollen wir doch mal lesen, wie das dazu gekommen ist. Guten Tag, ich biete hier ein ehemaliges Klemmt NG51 Echolette-Gerät an, welches aus einer Haushaltsauflösung stammt. Ja, also ich denke, das ist kein ehemaliges Klemmt NG51, das sieht mir immer noch wie ein tatsächlich seiendes Klemmt NG51 aus. Der Mann, dem dieses Gerät überreicht wurde, ist vor kurzem leider ... Seine Frau übergab mir die Geräte persönlich und teilte unterdessen mit, dass der Hersteller Arthur Klemmt ein persönlicher, bekannter Freund war und sie damals als gemeinsame Urlauber oft im Jahr am Bodensee Urlaub machten. In diesem Rahmen übergab er dem älteren Herrn bei einem Urlaub in vergangener Zeit einige dieser Geräte. Ein M40 ist in meinen weiteren Auktionen.
Zu dem Gerät hier kann ich leider nichts sagen, außer dass beim Einstecken die Sicherung durchgebrannt ist, welche bereits etwas älter zu sein schien. Ja, diese böse alte Sicherung. Macht die einfach das, was sie machen soll. Tja, gut, aber also das war mal ein Gerät, das von Arthur Klemp persönlich dem ehemaligen Vorbesitzer übergeben wurde. Ja, so sagt er. Denn hier ist ja nicht die Rede davon, dass da irgendwelche Dokumente, die das belegen, mit übergeben werden. Und also das ist für mich einfach so ein sinnloses, kreatives Schreiben, weil das hat überhaupt nichts mit dem Gegenstand zu tun. Es ist genauso wie, ich habe diese Bohrmaschine, die hat der Herr Bosch mal persönlich besessen. Was soll mir das bringen? Also, wenn ich jetzt großer Bosch-Sammler wäre und ich würde ein Zertifikat dazu bekommen und ein Bild, wo der Herr Bosch diese Bohrmaschine in der Hand hält, dann wäre mir das als Bosch-Sammler vielleicht etwas wert. Aber so eine Räuberpistole vom gemeinsamen Bodenseeurlaub finde ich ehrlich gesagt eher witzig. Und was ich vor allen Dingen auch witzig finde, ist, in diesem Rahmen übergab er dem älteren Herrn bei einem Urlaub in vergangenen Zeiten einige dieser Geräte. Also der ältere Herr, um den es hier geht, der ist ja kürzlich verstorben. Und Arthur Klemp war Geburtsjahr 1914, der ist 1985 verstorben. Und wenn der ältere Herr, der hier jetzt der letzte Besitzer war und gestorben ist, 1985 auch schon ein älterer Herr war, ihr müsst euch mal überlegen, wie lange 1985 her ist und wie alt da der Klemp war. Also irgendwie finde ich diese Geschichte also wahnsinnig. Also die ist wahnsinnig zum Kaputtlachen. Ich kann allerdings, muss man dazu sagen, vermutlich geht es anderen auch so. Man kann jetzt an den Endpreisen, kann man nicht unbedingt erkennen, dass hier die Sammler einen Durchdreher bekommen haben, weil das ehemalige Arthur Klemp Geräte waren. Also der Preis ist das, was immer irgendwie rauskommt. Für ein Gerät, was ja vermutlich auch nicht auch nicht so versifft ist. Der optische Zustand sieht ganz okay aus. Wie auch immer. Halt, stopp. Jetzt bin ich selbst viel zu schnell über ein Bild hinweggegangen. Ein Bild in dieser Anzeige, aus dem man noch was lernen kann. Also gehen wir nochmal kurz zurück. Hier dieses magische Band. Das ist fast komplett geschlossen und ganz offensichtlich ist ja an das Gerät nichts angeschlossen. Ich habe dieses Thema, glaube ich, im letzten Video auch schon mal angesprochen. Wenn überhaupt nichts am Eingang angeschlossen ist und die Bänder sind schon so weit zueinander, da darf man vermutlich erwarten, dass mit dem Gerät irgendwas nicht stimmt. Ja, in Betracht kommen da ein paar Sachen, vielleicht defekte Koppelkondensatoren, vielleicht schnappen aber auch einfach nur die hochohmigen Eingänge etwas Brumm aus der Luft auf und der Verkäufer hat die Eingangslautstärkeregler bis auf Anschlag gedreht. In diesem Fall ist es vielleicht tatsächlich das Letztere und nichts Schlimmes, weil man sieht in dieser Anzeige auch noch ein anderes Bild, da sind die Bänder schon deutlich weiter auseinander. Aber das ist immer so eine Sache, da muss man vorsichtig sein, wenn man sowas sieht und vielleicht mal beim Verkäufer nachhorchen, wie es zu diesem Bild kam und was er da genau gemacht hat, dass es auf diesen beiden Bildern hier respektive unterschiedlich aussieht. Es ist nicht eindeutig, aber es könnte definitiv auf einen Schaden hinweisen, wenn man sowas sieht. Also, da gab es ja noch ein M40 und das M40 wurde bei dem Lauf jetzt nicht verkauft. Ich bin mir nicht sicher, es kann sein, dass es aktuell noch angeboten ist, während ich dieses Video mache. Und da steht eben dasselbe drin. Auch hier ist die Sicherung durchgebrannt und es wurde auch im Urlaub übergeben. Ja, aber um die Sache noch maximal lustig zu machen, hat der Mensch auch diese Geschichte hier reingestellt, nämlich in Klemp Solid State Panorama Mixer. Der wurde von 72 bis 75 gebaut, als sich der Hans Bauer mit seiner Echolette schon vor Jahren von Arthur Klemp getrennt hat. Die haben gar nicht mehr zusammengearbeitet. Also wie man den Zusammenhang herstellt, dass dieses Gerät von Klemp gebaut worden ist, das kann ich gar nicht nachvollziehen.
Also schon 1968 die E51 wurde nicht mehr von Klemmt gebaut. Das sieht man daran, dass da vorne auf auf der Faceplate nicht mehr Klemmt-Echolette draufsteht, sondern nur noch Echolette. Und also bei dem Gerät war es genauso. Da hat kein Klemmt mehr irgendwas mit zu tun gehabt. Deswegen verstehe ich nicht, warum hier auch diese nette kleine Geschichte steht. Schauen wir mal. Hier steht jetzt nichts von der Sicherung, also bei dem Gerät ist jetzt die Sicherung nicht durchgebrannt. Aber auch das hat der Klemmt im Bodenseeurlaub übergeben. Naja. Also solche Sachen, die riechen für mich immer, oder die haben für mich immer so ein Geschmäckle, dass hier jemand versucht, irgendwie, sagen wir mal, den Hype zu reiten. Es ist ja nun niemandem verborgen geblieben, dass alte Bandechos und alte Verstärker und altes Vintage-Equipment durchaus einen Wert hat und durchaus auf Interesse stößt. Und hier versucht halt einer maximal mit so einer Geschichte noch irgendwas rauszuholen. Aber das rächt sich dann halt, wenn man anfängt, Blödsinn zu erzählen, der einfach von den Fakten her nicht mehr wirklich Sinn macht. Ja, also das waren jetzt mal zwei Beispiele, die ich in gewisser Weise wirklich lachhaft finde. Wir schauen uns jetzt aber nochmal ein Beispiel an, wo auch eine Geschichte erzählt worden ist, die aus meiner Sicht viel einfacher zu erklären ist und mit viel weniger Worten einfacher nachvollziehbar zu erklären ist, ohne dass man da so einen Roman hätte schreiben müssen. Und auf was ich darauf hinaus will, ist einfach, die Verkäufer könnten manchmal auch einfach weniger schreiben und die Wahrheit sagen, nämlich die da lautet, ich kenne mich nicht damit aus. Das ist auch nicht schlimm. Und man sollte nicht denken, dass ich kenne mich nicht aus automatisch dazu führt, dass die Leute viel weniger bezahlen. Ein bisschen Ehrlichkeit ist in den Verkaufsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer sicherlich nicht falsch. Dann kann man eventuell auch mal darauf verzichten, dass 50% des Verkaufstextes in dem Runterbeten von Paragraphen und rechtspflegerischen Beschwörungsformeln dient. Denn ganz ehrlich, wer so einen Quatsch schreibt, sie verzichten im Prinzip auf alle Rechte, wie wir das eben hatten. Wer sowas schreibt, der will betrügen. Ja, allgemein bei so kreativer Schreiberei gehen bei mir die Warnglocken an, aber das ist sicherlich jedem selbst überlassen, wie er das bewertet. Ja, das nächste Gerät, das wir uns anschauen, das ist nur von der Beschreibung her interessant, weil ich der Meinung bin, dass in der Beschreibung wieder was hinfantasiert worden ist, was nicht der Wahrheit entspricht. Also wir haben hier Dynacord Eminent 1, klassischer Röhrenverstärker. Der Eminent war über lange Zeit das Qualitätsprodukt aus Deutschland, ausgerüstet mit einer Endstufe mit 2 EL34, das ist richtig. Der Eminent 2 hatte dazu eine Transistorvorstufe. Der Purist hat hier immerhin eine ausgereifte Röhrenendstufe. Das hier ist ein frühes Modell, noch als Eminent 1, aber technisch ein Eminent 2. Ja, nö. Da widerspreche ich jetzt mal. Folgendes. Bei Eminent ist immer so ein bisschen die Sache, was ist denn gemeint, wenn man Eminent sagt. Da hilft auch wieder unser lieber Hans Ohms weiter. Es gibt einmal den Eminent oder gab es den Eminent EMT. Das ist die offizielle Modellbezeichnung. Das ist der Kollege hier, der frühe Röhrenverstärker. Dann gab es einen Eminent 1, also das hier ist nicht der Eminent 1, dann gab es einen Eminent 1, das war schon in diesem modernen Kassettengehäuse und dieser Eminent 1 war ein Vollröhrenverstärker, der hat sowohl in der Vorstufe, hier, das ist die Vorstufe, ECC 808 und 83er, und er hat eine 81er als Phasendreher gehabt und hier die 2 EL34 Endstufenröhren. So, das ist der Eminent 1 gewesen. Und der Verkäufer schreibt ja jetzt, da steht Eminent 1 drauf, aber technisch ist es ein Eminent 2. Hier, der Eminent 2 mit der Transistorvorstufe. Und der Denkfehler an der Sache ist, es gab sowohl den Eminent 1 als auch den Eminent 2 als Vollröhrenverstärker. Also auch hier
Röhren in der Vorstufe. Und es gab beide Geräte auch jeweils in der Ausführung T. Hier und hier. Und da seht ihr, bei den T-Varianten steht vorne auch nur Eminent 1 und auch hinten teilweise nur Eminent 1. Das T wird weggelassen, aber diese T-Modelle haben tatsächlich nur eine Röhrenendstufe gehabt. Und das ist genau das, was der Mann hier verkauft hat. Also dieses ganze Hinrationalisieren, ja, das ist ja eigentlich innen ein Eminent 2, weil der hat ja eine Transistorvorstufe, aber hier steht Eminent 1, also das ist ein ganz frühes Modell oder ein Sondermodell oder ein Übergangsmodell. Das stimmt einfach nicht. Das ist ein Eminent 1T, nicht mehr und nicht weniger. Ja, und das sind halt immer die Sachen, ich würde mir schon wünschen, dass ein Verkäufer entweder sagt, ich habe keine Ahnung, was es ist, oder ich kenne mich nicht so richtig aus, anstatt da immer wild rumzugoogeln und sich irgendwelche Sachen zusammenzureimen. Preislich okay, würde ich jetzt sagen. Könnte immer gern ein bisschen günstiger sein, weil man ja sicherlich noch was machen muss. Also man muss absolut noch was machen. Alleine der Dreck hier muss raus. Und hier auch diese ganzen schönen alten Elcos, da kann man bestimmt auch das ein oder andere austauschen. Auch hier, da seht ihr sie. Also deswegen wäre ich mit 50 Euro natürlich noch ein bisschen zufriedener als mit 99 Euro. Aber das ist sicherlich kein so schlechter Preis für so ein Gerät, wo man noch was machen muss. Das nächste Thema, dem wir uns jetzt widmen wollen, ist das Thema der Preise. Natürlich, wenn es für den Käufer günstig ist, ist es gut. Und wenn es für den Verkäufer ein hoher Preis ist, findet er das auch gut. Aber Preise sollten immer in gewissen Relationen gesehen werden. Und darüber möchte ich jetzt ein paar Dinge sagen. Wir fangen mal an mit dem Verkauf eines Gerätes oder besser gesagt von 2 Geräten desselben Modells. Und ich denke, dieses Beispiel zeigt, wie wichtig die sogenannte Preisspanne ist oder die Relation von Preisen und einzelnen Geräten und ihrem Zustand zueinander. Ja, das nächste Gerät, das wir uns anschauen wollen, ist ein Echolette M120. Nachfolger vom M80 im Holzgehäuse, das stimmt. Es ist kein Klemmt-Echolette mehr. Das stimmt nicht, also hier steht auch nicht mehr Klemmt, weil diese Geräte wurden auch nicht mehr von Klemmt gebaut, sondern die wurden tatsächlich schon von Dynacord gebaut. Aber es ist der Nachfolger vom M80, zumindest es wurde ein M120 gebaut, der komplett baugleich mit dem M80 war, nur in einer anderen Optik und auch mit den EL503 Endröhren. Aber die EL503 gab es dann bald nicht mehr, die sind ja deswegen so selten, weil die nur 2 Jahre oder 2,5 Jahre überhaupt hergestellt wurden. Und danach gab es den M120A, der hat EL34 Endröhren gehabt. Ja, und was wir jetzt hier haben, müssten wir schauen. Also, ja, für mich sieht es schon aus, als ob das noch 503er wären. Also, auch EL503, die wertvollen Röhren. Ja, und wie sieht denn das Gerät aus? Ja, Holzgehäuse ist ein bisschen mitgenommen, das bleibt kaum aus. Ja, das ein oder andere wird man vermutlich machen müssen. Hier sind auch noch alte Becher-Elcos. Also ein Service braucht das Gerät schon auch. Aber ich sehe jetzt nichts, was mich hier erschrecken könnte. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ja, was schreibt denn der Verkäufer? Der Mischverstärker mit 4 Eingängen befindet sich sowohl technisch als auch äußerlich in einem altersentsprechend guten Zustand. Technik wie M80, jedoch modernes Gehäuse. Ja, mein Funktionstest hat keine Mängel gezeigt. Der Mischverstärker M120 ist ein alter Bekannter. Ja, genau, das ist der M80 Nachfolger. Ja, 121 Euro, sicherlich auch hier kein allzu schlechter Preis, allein schon, weil diese EL503 noch drin sind, bei denen wir aber natürlich nicht wissen, welchen Zustand sie sind, aber der Verkäufer schreibt ja, dass er das Gerät getestet hat und er kann keine Mängel feststellen und dafür ist es ein ganz guter Preis. Nicht mehr ganz so hübsch wie der M80 im Goldgehäuse, aber ein guter Preis. Ja, als nächstes gucken wir uns mal so ein ganz besonderes Schätzchen an. Gucken wir mal hier in M120
für 91 Euro. Gut, gut. Also erstmal vom Preis her und Nennung des Namens ist super. Aber hier haben wir natürlich das Thema, der sieht ein bisschen zerfleddert aus. Die Knöpfe sind alle angemalt worden, auch nicht schön. Gucken wir uns doch mal kurz die Beschreibung an. Ja, internationale Bieter sind willkommen in M120. Sie erhalten eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. Ja, ist mir als Privatperson völlig Schnuppe. Optischer Zustand. Das Gerät befindet sich optisch in einem gebrauchten Zustand mit deutlichen sichtbaren Gebrauchsspuren, Kratzern, Roststellen. Ja, sehen Sie sich vor dem Kauf die Fotos an. Da kann man immer darauf hinweisen, das ist wichtig. Das Gerät stand im feuchten Keller und weist deutliche Roststellen auf. Ein Funktionstest erfolgte aus Sicherheitsgründen daher nicht. Da kann man nur sagen, Ehrenmann, danke Brudi. Wir werden uns gleich angucken, warum. Defekte werden nicht ausgeschlossen. Ja, Defekte werden nicht ausgeschlossen. Der Verkauf erfolgt als Ersatzteilträger defekt an Bastler. Ja, jetzt gucken wir uns doch mal an, was der Kellerfund so auf dem Kasten hat. Eieiei. Oh, das ist eieiei. Dios mios. Ach du lieber Gott. Ja, der hat im feuchten Keller gestanden. Also den hätte ich auch nicht eingeschaltet. Das ist... Eieiei. Ja, also ganz ehrlich, dass dieses Gerät jemals wieder laufen wird, da glaube ich nicht dran. Also das ist als Teilespender vielleicht noch zu gebrauchen, wobei man hier auch schon gucken muss, welche Teile das sein könnten. Da ist nämlich schon EL34 drin, das heißt, das sind nicht die teuren, die 503er. Das heißt, das ist schon der M120A. Ich habe es fast gedacht mir, weil hier schon eine 97er Seriennummer ist. Also die Seriennummern von den Echolette-Geräten aus den 60ern, die hören irgendwo bei 100.000 auf. Also das ist schon ein sehr, sehr spätes Gerät und das ist der M120A. Der hat EL34 schon drin. Das heißt nicht die schönen teuren Endröhren. Und das müssten dann auch schon ECC 83 sein. Also das macht das Ganze schon ein bisschen weniger attraktiv. Und ja, also da ist schon wirklich eine Menge Rost drin. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man da den Trafo- und Ausgangsübertrager ohne ein bisschen Arbeit noch verwenden kann. Da bin ich kein Spezialist für. Da kann vielleicht jemand was noch zu sagen, der sich da besser auskennt. Aber das ist schon wirklich hart. Also da finde ich 99 Euro schon, ja, ich muss es wieder sagen, geschenkt ist noch zu teuer. Falls derjenige, der das gekauft hat, hier zufälligerweise zuschaut und ein bisschen was dazu sagen will, warum er das gekauft hat und ob er mit zufrieden ist, das würde mich echt mal interessieren. Ja, aber diese beiden Verstärker haben das aufgezeigt, was ich vorhin angesprochen hatte. Wir haben im Prinzip zwischen einer verrosteten Ruine und einem doch relativ gut aussehenden Gerät mit auch noch teuren Röhren drin gerade mal 30 Euro Unterschied. Und das halte ich aus den genannten Gründen wirklich für ein Problem. Denn entweder ist der Teilespender zu teuer oder das andere Gerät ist zu billig. Aber dieser Preisunterschied oder diese Preisrelation, da ist irgendwas komplett aus der Bahn geworfen. Da stimmt einfach was nicht mehr. Und das stellt man wirklich häufiger fest. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu denkt. Und wir sind jetzt schon wieder bei über 30 Minuten bei diesem Video. Deswegen würde ich sagen, lassen wir es für heute mal gut sein. Es wird noch einen dritten Teil geben. Ja, und bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, Servus, Ade, bis zum nächsten Mal. I think I've seen you before. I can't recall. I lost it somehow. Every time